Hey Marcel, neues Auto, geile Farbe. Nee, leider nicht, aber der gefällt mir wunderbar. Schön, ne? Hat der Kunde heute Morgen hergebracht. Okay, was kriegt er? Das ist ja schon sauber. Eine One-Step mit einem Wachs oder eine Polymer und dann Lederreinigung innen ein bisschen verdecken, ein bisschen sauber machen. Der will auf ein Treffen fahren. Okay. Aber hat ihn angeblich vielleicht schon so wie er aussieht gewaschen. Das hat geklingelt. Kunden, Mo, wir müssen noch kurz Pause machen und drehen. Steht ein Paket, Flex. Hast du da? Du? Ich hab nicht bestellt. Ich dachte schon, du bestellst die Poliermaschine, ohne mir Bescheid zu sagen. Wenn ich das darf, mache ich das gerne. Okay. Na, dann würde ich mal sagen, Aber guck mal, was da drin ist. kann ja nur so was sein. wa? Überraschungspaket ist dann immer gut. Geschenke nehmen wir immer. Ein Tier oder so? Aber irgendwas ist mit dem Karton nicht richtig. Muss selber mal auf hier, den rütteln den Karton. Wollen wir das Tier mal befreien? Würde ich sagen, ja. Aber hoffen, es ist keine Schlange oder so. Ja, auch gut zugeklebt hier. Das ist ein komischer Karton. Haben Sie sich Mühe gegeben. Jetzt warte mal, nicht, dass uns hier gleich irgendwas anspringt, wenn wir den aufmachen. Das ist Ruhe. Räusper, Räusper, ui, ui, ui. Papier. Bist du erkältet oder warum hustest du? Was tust du denn hier im Karton? Sachte. Hast du mich jetzt hier zu verarschen, Marcel? Hast du wohl jetzt Bauchreden gelernt über Nacht oder was? Dann mal den Karton weg. Geht doch. Vorsichtig mit dem Messer, Kollege. Jetzt hör doch mal auf! Ist hier heute 1. April oder was machst du hier? So, was haben wir denn hier? Na, endlich durchatmen. Der Karton redet. Hallo? Ist hier irgendwo ein Mikrofon drin? Hallo? Hallo. Wer ist denn das? Hol mich mal Das raus. ist so eine XFE 7.ai. Vielleicht so eine neue Maschine oder was? Ah, Ist da irgendwo ein Mikrofon drin? Hallo? Ist hier eine Kamera? hallo Nico. Hallo? Ich bin die KI-unterstützte Poliermaschine von Flex. Ich bin hier, um dir unter die Arme zu greifen. Du hast kürzlich ja schon den Tesla verpfuscht. Der Tesla, ja, der hat Spaß gemacht. Ja, deshalb bin ich da, um dich zu unterstützen. Wie willst du mich denn unterstützen? Ich besitze die gesamte Intelligenz dieser Welt. Okay, du bist quasi eine KI-Poliermaschine. Richtig, gut kombiniert. Dann bräuchte ich ja gar nicht mehr. Nö. Marcel kann das Auto waschen. Leg erstmal das Auto waschen. Ja, geh mal waschen, wir lernen uns mal kennen. Wie kann ich dich denn nennen? So, Poliermaschine ist irgendwie so lang. Hast du einen Namen? Du kannst erst mal die Tür aufmachen. Eine Tür. Ach, ich erwarte doch gar keinen. Autos sind auch keine da, die abgeholt werden? Naja, mal gucken. Moin. Moin. Entschuldige, was wird das? Ich soll hier arbeiten. Steht alles da. Hi Nico, eine kleine Überraschung für euch. Wir haben das Video mit dem Tesla gesehen und dachten uns, wir schicken dir unsere neueste Entwicklung. Ach, dich? Na klar, mich. Wen denn sonst? Ah, du bist der Prototyp quasi und du willst mir also helfen, heute zu polieren, weil du Mitleid mit mir hast. Jetzt, also hat mir immer noch nicht erklärt, wer er ist und was er jetzt hier macht. Wo soll ich zum Feierabend hin? Guck doch mal hin. Die Wand ist voll. Hast du recht, da ist mächtig was los, ja. Und ich brauche ein Zuhause hier, denn ich bleibe für länger. Wir haben jetzt auch 3D-Druck-Wandhalter zum selber drucken. Die Druckdateien dafür gibt es sogar kostenlos. Den Download-Link findet ihr auf dem Flyer. Viel Spaß. Okay, das heißt, wir drucken heute einen Poliermaschinenhalter für unsere neue Flex XFE AI. Nicht so doll. Ja, entschuldige bitte, ich bin es nicht gewohnt, mit einer Poliermaschine lebend umzugehen. Also, ich würde sagen, Aufgabe steht. Wie lange brauchen wir denn, um dein Zuhause zu drucken? Steht das hier irgendwo? Kannst du mir das sagen? Du weißt, AI musst du ja wissen. 10, 12, 13 Stunden. Na gut, ich würde sagen, One-Step, Verdeckversiegelung, Lederreinigung, Innenreinigung. Bei einem alten Auto, 10, 12 Stunden brauchen wir auch. Mal gucken, wer schneller ist. Du, Technik oder wir von Hand? Muss ich jetzt hier irgendwas machen? Also, Der macht das alles von alleine. okay. Soweit Alles ist die klar. Technik. Lass meinen Drucker mal in Ruhe, bitte. Ach, du schon wieder. Okay. Wir haben zu tun. Gut, ich würde sagen, na gut, waschen kannst du mir nicht helfen, aber Zeit läuft. Was hast du gesagt? Wie lange braucht der? 13 Stunden. 13 Stunden. Na, dann würde ich sagen, ich gehe mal rüber, machen den BMW fertig und dann, wenn es ans Polieren geht, bist du dran. Bis dahin hast du mal eine kurze Sendepause, okay? Viel Spaß. Ciao.
dann gucken wir mal. Also, die ging ja schon ohne Strom. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir da mal ein bisschen Strom auf die Leitung geben. Zack. So, liebe Maschine. Ja, ist doch gut. Geht doch jetzt los. Können wir doch jetzt anfangen. Aber wir wissen ja noch gar nicht wie. Ich habe ja scheinbar nicht genug Ahnung zu polieren. Du warst nicht da, keine Ahnung. Aber die Maschine wird uns ja heute zeigen, was wir hier machen müssen. Also würde ich sagen, fragen wir die Maschine mal. Also, liebe Maschine, wie polieren wir jetzt das Auto? Das Polieren eines Autos mit einer Poliermaschine erfordert ein gewisses Maß an Vorbereitung und Sorgfalt. Hier ist eine allgemeine Anleitung, wie du vorgehen kannst. Erste Vorbereitung. Stelle sicher, dass dein Auto sauber ist, bevor du mit dem Polieren beginnst. Haben wir gemacht. Wasche es gründlich, um Schmutz und Staub zu entfernen. Überprüfe den Zustand des Lackes. Wenn es Kratzer oder tiefere Schäden gibt, sollten diese vor dem Polieren behoben werden. Zweite Materialien und Werkzeuge. Besorge dir eine Poliermaschine, die für den Autolack geeignet ist. Es gibt verschiedene Arten von Poliermaschinen auf dem Markt, wie Exzenterpolierer oder Rotationspolierer. Wähle die passenden Polierschwämme oder Polierpads für deine Poliermaschine. Es gibt unterschiedliche Härtegrade, abhängig von der Art der Lackoberfläche. Kaufe eine gute Autopolitur, die für den Lack deines Autos geeignet ist. Achte darauf, dass sie keine Schleifmittel enthält, um den Lack nicht zu beschädigen. Liebe Maschine, stopp mal bitte kurz. Keine Schleifmittel hast du gesagt. Wir probieren es aus. Okay, sprich weiter. Du benötigst außerdem Mikrofaserdücher zum Auftragen und Abwischen der Politur. Dritter Polierprozess. Trage eine angemessene Menge Autopolitur auf den Polierschwamm oder das Polyapad auf. Platziere den Polierschwamm auf der Poliermaschine und stelle die Drehzahl und den Druck entsprechend den Anweisungen des Herstellers ein. Beginne mit dem Polieren in einem kleinen Bereich, zum Beispiel einer Tür- oder Motorhaube, um die Ergebnisse zu überprüfen. Bewege die Poliermaschine gleichmäßig und mit leichtem Druck über die Lackoberfläche. Achte darauf, dass du keine Stellen überspringst oder zu lange an einer Stelle verweilst, um ungleichmäßige Ergebnisse zu vermeiden. Wiederhole den Vorgang bei Bedarf, um den gewünschten Glanz zu erreichen. Achte darauf, dass du nicht zu oft über die gleiche Stelle polierst, um den Lack nicht zu überhitzen. Vierte Nachbehandlung. Nach dem Polieren solltest du den überschüssigen Politurrückstand mit einem sauberen Mikrofasertuch abwischen. Inspiziere den polierten Bereich auf etwaige Rückstände und Polierspuren. Gegebenenfalls kannst du mit einem Detailing-Spray oder einer speziellen Politur für schwarze Kunststoffteile nachbehandeln. Wiederhole den gesamten Prozess für andere Bereiche des Autos, bis du zufrieden bist. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers der Poliermaschine, der Politur und der Polierschwämme zu befolgen, um das beste Ergebnis zu erzielen und den Lack nicht zu beschädigen. Ja, Marcel, ich würde sagen, AI-Modus ausschalten. Nein, bitte nicht ausschalten. Mach's Piep, mein Bett gut. ist fertig. Witziges Feature, aber ich weiß nicht, also den Tesla hätte man damit auch nicht hinbekommen. Nee. Viel zu allgemein, die Anleitung, komplett unkonkret. Halte dich an die Herstellerangaben. Polier bitte mit einer Politur ohne Schleifmittel. Gut, können wir dann doch noch besser. Die AI wird uns, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht ersetzen. Das heißt, wir gehen jetzt mal an das Auto ran. Aber das Schöne ist, wir haben natürlich trotzdem ein schönes Zuhause bald für diese Maschine. Erstmal muss jetzt aber richtig arbeiten, ohne Intelligenz. Die kommt jetzt von uns und von hier. Wir legen los, machen die Kiste fertig und sehen uns dann hoffentlich pünktlich zum fertigen Druck des Halters wieder, weil dann kann sie nämlich einen wunderschönen Platz an unserer Wand finden. Let's go! Quasi punktlandung. Gib mir noch eine Sekunde, ich muss nur noch die Ecke polieren. Der 3D-Drucker ist jetzt auch fertig, quasi nach einer Minute vor mir. Das machen wir noch fertig und dann darfst du in Feierabend.
So, kann ich schon anfassen? Ja. Okay. Schön. Gut, dann muss das Teil jetzt noch an die Wand. Wir suchen noch mal ein nettes Plätzchen aus und dann geht die Maschine und wir in den verdienten Feierabend. Wir haben es geschafft. Gute 12 Stunden, das ist jetzt ein bisschen später geworden. Normalerweise hätten wir schon seit 3 Stunden eigentlich Feierabend, aber musste fertig werden, sollte fertig werden. Das haben wir geschafft. Die Maschine hat ein neues Zuhause gefunden und ich finde die Halterung soweit cool. Also gerade vom Design her gefällt die mir gut. Ne? Also mit so ein paar Details hier wie das X, was sich hier wiederfindet, oder auch hier das X aus Flex. Ist schon cool designt und gefällt mir gut. Und gerade mit den ganzen Halterungen, die da draußen am Markt sind, die am Ende das gleiche tun. Ach, das ist übrigens ein Pad-Halter. Finde ich cool, die Idee. Zeige ich euch noch mal kurz. Da kann man verschiedenste Größen an Polierpads reinmachen. Wenn man sie gewaschen hat zum Beispiel, also hier passt ein 160er, 125er bis 160er, 80er und auch ein kleines rein. Habe ich jetzt bei mir nicht montiert, aber hatte ich versucht, hat auch nicht geklappt. Und man kann dann hier unten zum Beispiel auch, wenn man es zum Trocknen aufhängt und ich will, dass die Halle nass wird, die Schale abnehmen, wo das Wasser drin gelandet ist, das ausleeren. Also schon eine coole Idee. Wie gesagt, Design cool, Idee cool, Variation an Produkten. Es gibt auch noch einen Halter für Politur, für Politurflaschen, für die PXE, für die kleinen Maschinen. Also da gibt es wirklich eine coole Vielfalt. Wird kostenlos zur Verfügung gestellt, gefällt mir mega. Die Richtung ist super interessant. Der Druck quasi, also sich Produkte gar nicht mehr so zu bestellen, sondern noch Daten zu bestellen und sie quasi bei dir vor Ort oder nahegelegen auszudrucken. Ist eine coole Idee, ist schnell verfügbar, just in time, man muss nicht auf Versand warten und so weiter und so fort. Ein paar Tage später, gleiche Szene nochmal. Ich musste mich nochmal kurz zurücknehmen und an Flex wenden, denn wir hatten ein kleines Problem, nämlich ist der Halter gebrochen. Und es war wohl so, dass wir ein schlechtes oder nicht so gutes Filament verwendet haben oder der Drucker zu schnell gedruckt hat. Das sieht man auch hier, ist nicht so ganz ordentlich gedruckt. Und dadurch war einfach die Stabilität nicht gegeben. Ne? Also es zerbricht halt wirklich hier kinderleicht. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben mit Flex gesprochen, haben von Flex einen auf deren 3D-Drucker drucken lassen, auch einem ganz normalen handelsüblichen 3D-Drucker mit deren Filament, und ich habe es an die Wand geschraubt. Es ist stabil, es bricht natürlich, es ist Kunststoff, wenn ich es auf den Boden schmeiße, drauf trete, bricht es. Ist aber nicht der Einsatzzweck von so einem Halter, sondern er hält halt und hält auch die Poliermaschine, sieht gut aus an der Wand und ist eben selbst gedruckt und das Ganze quasi kostenlos. Klar, wenn du das selber bei dir machst, du zahlst irgendwie Strom für deinen Drucker und auch ein bisschen Filament, aber das sind ein paar Euro, deutlich günstiger, als wenn du so einen kaufst. Und wie gesagt, viele machen sich das Design oder machen sich die Dateien für sowas selber, und so hat man quasi Original-Flex-Ware mit Logo. Was vielen ja ganz wichtig ist, dass einfach das Design und der Style so ein bisschen passt. For free sozusagen. Einfach runterladen. Den Link zum Runterladen der kostenlosen Vorlagen für den 3D-Drucker findest du hier unten. Kannst du deine Werkstatt gestalten. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei den nächsten Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein.